Erbaut wurde Burg Alt-Tierstein, welche in der Nähe von Gipf-Oberfrick liegt, vermutlich im 11. Jahrhundert. Allerdings geht die Besiedelung des Ortes bis auf 1000 vor Christus zurück. Dies belegen Objekte aus der Spätbronzezeit, welche bei archäologischen Ausgrabungen gefunden wurden. Die Tiersteiner tauchen erstmals 1082 in den schriftlichen Quellen auf. Im späten 11. und frühen 12. Jahrhundert nannten sie sich abwechselnd von Homberg, von Frick und von Tierstein. Vermutlich besaß die Familie schon damals mehrere Burgen. Neben Alt-Tierstein gehörte auch die nahegelegene Burg Alt-Homberg zum Familienbesitz. Deshalb nutzten sie die verschiedenen Namen. Das Herzstück von Alt-Tierstein bildet ein auf allen Seiten steil abfallender, hoher Felsen. Auf diesem befand sich ein Wohntrakt, von welchem noch gut sichtbare Mauerreste vorhanden sind. Auch eine Zisterne und einen Ofen gab es hier. Die anderen Teile der Burg erstrecken sich auf 2 Geländeterrassen. Auf der höher gelegenen befand sich das Burgtor, der Hof und eine zweite Zisterne. Auf der unteren Ebene standen mehrere Gebäude. Da sich die vorhandenen Mauerreste teilweise überlagern, ergibt sich jedoch kein klares Bild der einstigen Bauten. Es beweist jedoch, dass die Burg mehrfach umgebaut und erweitert wurde. Auch eine Vorburg scheint existiert zu haben. Vermutlich gab man diese jedoch bereits im 12. Jahrhundert wieder auf. Ein Bergfried scheint nicht vorhanden gewesen zu sein, was auf eine frühe Burggründung hinweist. Im 12. Jahrhundert heiratete Ernst Rudolf III. Bertha von Saugern. Diese brachte als Erbtochter der Grafen von Saugern zahlreiche Güter und Rechte im Birstal mit in die Ehe. Daraufhin kam es zu einer Güterteilung mit seinem Bruder Werner I. von Homberg. Und Alt-Tierstein wurde Stammburg des neuen Familienzweiges. Rudolfs Sohn, Rudolf I. von Tierstein, verlagerte das Zentrum der Herrschaft nach Büsserach im Kanton Solothurn. Die dortige Burg Neutierstein wurde zum Hauptsitz. Die Tiersteiner errichteten in den folgenden Jahrhunderten im Raum Basel eine große Grundherrschaft, zu welchen auch die Burgen Farnsburg, Pfeffingen und Dorneck gehörten. Bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts diente Alt-Tierstein zumindest teilweise noch als Residenz der Grafenfamilie. Später war sie nur noch Verwaltungssitz von Vögten, bevor sie im Laufe des 15. Jahrhunderts verlassen wurde. Um 1461 kam die zur Ruine gewordene Burg
zusammen mit der gesamten Herrschaft Farnsburg in den Besitz von Basel. Im 16. Jahrhundert verkaufte die Stadt die Anlage samt der umliegenden Waldgebiete an die Kirchgemeinde Frick, welcher sie noch heute gehört. Wie viele Burgruinen diente auch Alt-Tierstein als Steinbruch für andere Bauten in der Umgebung. 1934 und 1935 grub man die Überreste aus und konservierte sie. Weitere Sanierungen folgten. Bei den Ausgrabungen fand man Teile von Rüstungen und Waffen, Gegenstände aus Hirschhorn, Keramik und Ofenkacheln.